hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Und zwar den E-Shooter Smokey Flare BT. Nach dem Intro geht's los. Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, heute ein absolut geniales Spielzeug hier in meinen Händen, was das Airsoft-Erlebnis nochmal, ich würde sagen, um 100, wenn nicht nur gar um 200% steigert. Ich habe hier den E-Shooter Flare Smokey BT Tracer in meinen Händen. Den normalen Flare BT hatte ich euch ja in einem Review schon mal gezeigt. Kriegt man da oben auf dem Link. Das war schon die eierlegende Wollmilchsau, aber halt damals zum Stand der Technik. Jetzt hat sich das geändert und E-Shooter hat hier noch eins draufgelegt. Und zwar haben wir eigentlich genau das gleiche Produkt, aber zusätzlich noch mit Raucheffekt. Das heißt, ihr habt ein richtiges Mündungsfeuer beim Schießen, auch wenn ihr mit einer Elektro-Airsoft schießt. Also nicht nur bei GBB. Und das habt ihr im Intro gesehen, sieht absolut fantastisch aus. Das Produkt habe ich jetzt hier selber von E-Shooter bekommen. Preis 119 US-Dollar, sind ungefähr 101 Euro. Und das Tolle, wenn euch das hier gefällt und ihr möchtet es auch gerne haben, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Rabattcode. Dann könnt ihr nämlich nochmal 10% sparen. Das ist wirklich eine Ansage. Also wer das nachher feiert, kann gerne den Code nutzen und ein bisschen günstiger shoppen. Schauen wir uns den Lieferumfang etwas genauer an. Da haben wir zunächst natürlich den Flare Smokey BT Tracer, dann einmal eine 20 Milliliter Flasche Nebelflüssigkeit ohne Geruch. Es gibt auch welche mit Gerüche, dazu aber später mehr. Dann gibt es einen Gewindeadapter von M14 auf M11, sodass ihr den Tracer auch für Pistolen nutzen könnt. Dann ein USB-C Ladekabel, ein Werkzeug, einmal eine Ersatzdichtung und auch nochmal einen Ersatzgummistopfen für die Nebelflüssigkeit. Und zum Schluss gibt es noch eine gut bebilderte Anleitung mit einem QR-Code für die App für einmal Android und iOS. Kommen wir zu den technischen Daten und der Verarbeitungsqualität. Die Daten blende ich euch hier auf der rechten Seite ein. Zunächst erstmal das verwendete Material von dem Außengehäuse, Aluminium mit einer matt schwarzen Lackierung, macht einen schönen robusten Eindruck. Und das Tolle, ich drehe ihn mal, ja, normalerweise stehe ich ja auf Original-Markings. Hier sind aber keine Markings zu sehen. Also hier steht nirgendwo mit einem Laser drauf graviert E-Shooter, Smokey Flare oder so. Hier ist rein gar nichts. Und ich mag das, wenn dieser Tracer hier so schön dezent ist. So sieht das wirklich sehr, sehr authentisch aus. Hier im vorderen Bereich haben wir die LEDs. 3 Stück sind hier verbaut. Die kann man sogar in der Helligkeit justieren nachher in der App. Die LEDs sind durch dieses Plexiglas geschützt. Das kann man hier auch vorne abschrauben. Das mache ich mal. Und dann haben wir auch hier an der Stelle den Anschlussport für das USB-C-Kabel, wo ihr den Akku aufladen könnt. Ich drehe den Tracer mal auf die Rückseite. Da sehen wir hier das Gewinde für den M14 Lauf. Und wie gesagt, hier könnt ihr auch einen Adapter draufschrauben. Das mache ich mal schnell. Ja. Und dann könnt ihr den Tracer auch für Pistolen benutzen. Hier unten haben wir 2 Schalter aus Aluminium, einmal mit der Kennzeichnung M. Hier könnt ihr den Tracer an- und ausschalten und die einzelnen Modis durchschalten. Da kommen wir aber später. Dann haben wir hier nochmal den Schalter C, da könnt ihr die Farben einstellen. Nicht nur von außen ist hier dieser Tracer robust. Ich schraube das mal auf und dann schauen wir uns mal das Innenleben an. Und da werdet ihr sehen, dass es im Vergleich zum Konkurrenzprodukt wesentlich durchdachter und robuster aufgebaut ist. So sieht der Tracer aus. Hier in dem Bereich, dieses durchsichtige, das ist hier der Tank für die Nebelflüssigkeit. Eine Füllung reicht für ungefähr 10.000 Schuss. Hier haben wir den Gummifropfen, da habt ihr sogar im Lieferumfang nochmal einen Ersatz. Achtet darauf, dass es richtig schön zu ist, denn das ist hier die einzige Möglichkeit, wo dann die Nebelflüssigkeit aus Versehen auslaufen kann. Ansonsten ist das ganze System perfekt
abgedichtet, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass hier die Flüssigkeit in die Elektronik geht. Ihr seht, die ist hier nach unten verlegt. Hier habt ihr den Lüfter, der dafür sorgt, dass der Qualm nach außen gepustet wird. Hier habt ihr den Akku und hier auch nochmal einer mit einer Gesamtkapazität von 740 mA. In der Standby-Zeit hält ein vollgeladener Akku so ungefähr 3 Monate. Im Dauerbetrieb, je nachdem, was ihr jetzt hier einschaltet, bis zu 6 Stunden. Hier vorne haben wir nochmal die 3 LEDs. Die könnt ihr am Gerät selber einstellen, welche Farben ihr haben möchtet, welche Helligkeit ihr haben möchtet oder halt komfortabel mit der App. Aber das zeige ich euch dann später. Schauen wir uns die Knöpfe und Funktionen etwas genauer an. Ich mache das hier nur ganz kurz, weil ja, mehr können wir auf jeden Fall bei der App machen und da gehe ich dann etwas detaillierter drauf ein. Zunächst haben wir hier den Knopf M, damit schalten wir den Tracer ein. Dann leuchtet es einmal lila, das heißt, wir befinden uns jetzt im Muzzle Flash Modus. Wenn ich jetzt nochmal drücke, leuchtet es grün. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Tracer mit Muzzle Flash Modus. Blau bedeutet, wir haben jetzt nur den Tracer Modus. Weiß bedeutet, wir haben jetzt hier den Leuchtspurmodus, wo wir einstellen können, ab wievielten Schuss immer ein Tracer aktiviert wird. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, geht der Tracer aus. Wenn ich M für 2 Sekunden lang drücke, schalte ich auch nochmal den Rauch mit dazu. Die LED ist ebenfalls dafür da zu sehen, wie der Batteriestand ist. Wenn ich hier das Ladekabel anschließe, dann sehen wir, dass die Lampe rot leuchtet beim Laden und wenn die grün ist, ist die vollgeladen. Wir haben, wenn der Tracer an ist, hier auch eine Low-Batterie-Warnung, dann blinkt hier diese LED rot. So, ich schalte nochmal an. Wir gehen jetzt nochmal in den Muzzle Flash Modus. Wenn ich jetzt C drücke, kann ich jetzt 8 Farben hintereinander durchschalten. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, ja, Dunkelblau, Pink, Weiß. Und wenn ich jetzt drücke, habe ich den dynamischen Modus, sozusagen so einen Regenbogenmodus, wo immer alle Sekunde sich die Farbe wechselt. So. Der Smoky Flare BT hat auch eine Sleep-Funktion, das heißt, wenn er 5 Minuten lang nicht benutzt wird, beziehungsweise wenn der Tracer hier ruhig liegt, schaltet sich die Elektronik ab und sobald ihr einen Schuss löst oder hier den Tracer bewegt, geht er wieder an. Da könnt ihr auf jeden Fall richtig schön Strom sparen. Ich hatte euch ja gesagt, dass im Lieferumfang jetzt hier diese Nebelflüssigkeit mit neutralem Geruch mit dabei ist. Möchtet ihr aber beim Airsoft-Spielen eine persönliche Note hinterlassen, so nach dem Motto, ist hier nicht gerade der Bruce vorbeigerannt? Könnt ihr euch auch verschiedene Gerüche kaufen bei eShooter. Eine 20 Milliliter Flasche kostet $9,90. Müsst ihr wieder umrechnen. Denkt an den Rabatt, wenn ihr den Tracer nachher kauft und ihr möchtet auch noch ein bisschen was zum Schnuppern haben, packt es gleich mit in den Warenkorb. Ja, ich habe mir auch selber noch was besorgt und zwar Blaubeere habe ich mir noch geholt. Es gibt noch Zitrone, Erdbeere, Mango, Wassermelone, Kiwi, da könnt ihr euch so richtig austoben. Ja, wer auf Gerüche steht, kann da definitiv zuschlagen. Jetzt schauen wir uns mal die App an. Die gibt es einmal für Android und für iOS. Auf der Anleitung findet ihr hier diese QR-Codes. Scannt diese und ihr kommt dann an die entsprechende App für eure beiden Systeme. Wenn ihr die dann habt, dann schaltet ihr den Tracer mit dem M-Button einmal an, startet die eShooter-App, das mache ich mal für euch. Und dann seht ihr hier eine große Auswahl. Ihr wählt hier den Flare Smoky BT an. Der wird euch jetzt hier auch angezeigt. Drückt drauf und schon seid ihr mit dem Tracer verbunden. Und jetzt könnt ihr eine ganze Menge damit machen. Ich habe gesagt, das ist die eierlegende Wollmilchsau und ich habe nicht übertrieben. Fangen wir an. Wir haben als erstes hier zum Beispiel einen verbauten Chrono. Da könnt ihr hier oben das Gewicht eurer BBs hier einstellen. Ja, 0,2, 0,3. Auch hier könnt ihr hier noch einstellen.
was ihr hier möchtet. Wenn ihr zum Beispiel auch mit 8 mm Babyscrewen wollt, könnt ihr das Ganze hier auch mitmachen. Also alles kein Problem. Könnt ihr hier abspeichern. Dann könnt ihr einstellen eine Warnung, zum Beispiel wenn ihr 0,5 Joule Kronen wollt und ihr möchtet eine Warnung kriegen, eine Anzeige, dass wenn ja ab 0,6 Joule hier was passiert, dann soll das im Chrono angezeigt werden. Das kann man einstellen. Ja, und dann habt ihr hier die Möglichkeiten, euch den Durchschnittswert angucken zu können für Meter pro Sekunde, Rounds per Second und für Joule. Das Ganze einmal als Liste und einmal grafisch. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal im Echtzeitbetrieb an. Wir haben einen Durchschnittswert von 0,46 Joule, maximal haben wir 0,53, minimal 0,43. So, jetzt geht es aber weiter. Wir haben ja nicht nur einen Chrono verbaut. Wenn ihr jetzt hier auf Einstellungen drückt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Hier habt ihr einmal nur Geschwindigkeitsmesser. Wenn ich das hier anschalte, werden sämtliche Effekte hier von dem Tracer deaktiviert und ihr habt hier nur den Chrono. So, ich schalte das mal wieder weg. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Rauch anzuschalten. Wenn ich hier drauf drücke, hört man, glaube ich, kurz mal so ein Ansausen. Ja, habt ihr gehört? Jetzt ist der Rauch aktiv. Und jetzt könnt ihr hier unten euch den Modus anschauen. Wir sind jetzt hier einmal in dem Muzzle Flash Modus. Da könnt ihr hier verschiedene Farben einstellen. Rot, ja. Und ihr seht, der Tracer reagiert sofort. Ihr könnt hier auch den dynamischen Modus einschalten, wo der jetzt hier diese 8 Farben durchgeht. Ihr könnt gucken, wann soll immer ein Wechsel geschehen, bei 0,5 Sekunden, 1 Sekunde, 1,5, 2 Sekunden. Das könnt ihr hier alles einstellen. Ihr könnt die Helligkeit einstellen. Alles kein Problem. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, den Tracer zu aktivieren mit Mündungsfeuer. Auch hier wieder alle Farben könnt ihr einstellen. Denn nur Leuchtspur könnt ihr hier machen. Und das Schöne, ihr könnt grüne und rote Tracer damit verfeuern. Das ist kein Problem. Dann könnt ihr hier die Leuchtspur auch noch so einstellen, ab wievielten Schuss soll denn hier immer eine Tracer-Baby beleuchtet werden. Hier zum Beispiel könnt ihr einstellen, dass nach jedem zweiten Schuss das funktioniert, nach jedem dritten, vierten, fünften, sechsten und so weiter. Da könnt ihr also wirklich alles einstellen, wie ihr es möchtet. Und das natürlich immer in der Kombination mit Rauch oder ohne Rauch. So, das ist die Theorie. Und jetzt gucken wir uns alle Modis nochmal in Action an.
Ihr seht also, ihr könnt mit dem Smoky Flair BT eine ganze Menge machen und es bleiben eigentlich ja keinerlei Wünsche offen. Ich bin jedenfalls mega begeistert, allein schon was das Zubehör angeht und ja, dass man sich unterschiedliche Gerüche hier besorgen kann. Ja, da ist also für jeden Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes etwas dabei. Ja, für 119 US-Dollar bzw. 101 Euro könnt ihr hier zuschlagen. Mit meinem Rabatt könnt ihr sogar nochmal 10% sparen. Auch wenn ihr euch jetzt hier noch ein paar Flüssigkeiten holen wollt, könnt ihr auch sparen. Oder generell, wenn ihr euch mal die anderen Produkte anguckt von eShooter, zum Beispiel das Target-System oder den kleinen Flair BT, könnt ihr kaufen und auch da den Rabattcode gerne einsetzen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, das war's von mir gewesen. Bruce BBTK Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat das Review hier Spaß gemacht. Mir hat es mächtig Spaß gemacht. Ich musste nur lachen, hatte ein breites Grinsen in meinem Gesicht beim Schießen. Das sieht so episch aus und ich kann es kaum erwarten, den Smoky auf ein Airsoft-Spiel zu verwenden, denn das wird episch. Und ich werde auf jeden Fall eine Duftspur hinterlassen, ja, mit meiner Blaubeere. Okay, das war's von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, gesund und munter. Macht's gut, euer Bruce.